Was wissen wir über die authentische Kultur der Russen? Viele werden überrascht sein und sagen, wie kommt das? Was ist mit dem Kokoschnik, dem Hemd, der Balalaika und dem Samowar? Und wenn wir die Situation mit klarem Blick betrachten, wer kennt auch nur ein authentisches russisches Volkslied? Niemand, nur das Rauschen des Schilfs und Moskauer Abende sind keine Option. Praktisch jedes Lied, das wir seit unserer Kindheit als Volkslied betrachten, hat seinen eigenen Autor, und praktisch alle wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts geschrieben und später. 3 Generationen von Russen haben sich gegenseitig abgelöst, und es fällt uns sehr schwer zu glauben, dass das karikaturhafte Bild des Russen, das im Massenbewusstsein herrscht, hat wenig mit der Wahrheit zu tun, wie die Filme über die Russen, die in Hollywood gemacht wurden. Wer hat also mindestens ein authentisches Volkstrachtenkostüm aus dem 13. Jahrhundert gesehen? Niemand. Russische Kulturforscher und später sowjetische, die damit beschäftigt waren, die sogenannte russische Nationalkultur zu schaffen, stellten sich heraus nicht nur als Nicht-Russen, sondern nicht einmal als Slawen heraus. Nicht nur als Nicht-Russen, sondern nicht einmal als Slawen heraus. Nun ist klar, woher das Bild des Iwan, des Narren, der ist sein ganzes Leben lang magisch glücklich, kam her. Es ist offensichtlich, dank wem das stabile Bild einer russischen Frau in Kokoschniks mit roten Äpfeln auf den Wangen und mit Kohle gezeichneten Augenbrauen entstanden ist. Danke an diejenigen, die Nationen schufen. Die Briten bekamen das Bild eines strengen und tapferen Gentleman, die Franzosen bekamen das Bild eines blonden Ritters, die Skandinavier einen wilden Wikinger mit Hörnern auf seinem Eisenhelm, und die Slawen bekamen, was übrig war. Dies sieht aus wie ein vollständig geplanter Versuch, darauf abzielt, Menschen nach nationalen Merkmalen zu teilen. Genau, teilen, nicht vereinen, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. Wenn Vertreter verschiedener Nationen sahen, dass ihre Nachbarn die gleiche Sprache sprachen wie sie, die gleichen Lieder sangen, sich gleich kleideten, dann würden sie ihre Nachbarn instinktiv als ihre eigenen betrachten. Wenn alle gleich sind, wie kann man dann Krieg führen gegen seine Brüder? Es ist eine völlig andere Geschichte, wenn man auf den ersten Blick sieht, dass die Person ein Fremder ist. Nun, wenn sie ein Fremder sind, dann Krieg zu führen gegen sie ist keine Sünde. Besonders wenn Gerüchte kursieren, dass die Nachbarn einen anderen Glauben haben und dass sie Säuglinge opfern ihren Göttern. Dann sind sie überhaupt keine Menschen. Tötet all diese Ungläubigen. Daher war die Schaffung von Nationen im 19. Jahrhundert nur ein Teil eines Plans, der bis heute fortgesetzt wird. Es ist schwer zu glauben, weil es unmöglich erscheint, einen langfristigen Plan über mehrere Generationen hinweg umzusetzen. Einen langfristigen Plan über mehrere Generationen hinweg umzusetzen. Aber die Tatsache ist da. Wenn Sie etwas über geheime Gesellschaften wissen, deren Lehren im späten Mittelalter oder sogar früher geformt wurden, dann fügt sich alles zusammen. Mitglieder solcher Organisationen führen gewissenhaft alles aus, was von ihren Vorgängern geplant wurde, unter Berücksichtigung technologischer Fortschritte, natürlich. Nur sie verstehen perfekt, was in der Vergangenheit war und was uns in der Zukunft erwartet. Selbst beim Studium von Fotografien aus dem 19. Jahrhundert ist es unmöglich, nicht zu bemerken gewisse Diskrepanzen zwischen dem gesehenen und dem fest verankerten Bild eines russischen Menschen. Beispielsweise wirft das Aussehen von Frauen nicht viele Fragen auf, aber die Kostüme der Männer können manchmal verwirrend sein, besonders diejenigen, die Kleidung trugen, die ihrem Status als Muster entspricht. Geistliche sehen sich völlig anders aus als heute, obwohl moderne Geistliche behaupten, dass ihre Kleidung sich seit der Taufe Russlands nicht geändert hat. Soldaten sehen auch überhaupt nicht aus wie in Filmen und Cartoons, und Inschriften in arabischer Schrift auf Waffen und Rüstungen lassen einen völlig fassungslos zurück. Gleiches gilt für Geldscheine, auf denen arabische Schrift neben Russisch steht. Es stellt sich heraus, dass einige schriftliche Quellen in beiden Sprachen verfasst sind. Ein bekanntes literarisches Denkmal, das vom Twerer Kaufmann Athanasius Nikitin, geboren in Zatrimore, verfasst wurde, ist mit ganzen Absätzen gefüllt in arabischer Sprache, obwohl in russischer Schrift. Also, was war das? Einzelfälle des Ausleihens? Oder ist dies vielleicht ein Beweis für authentische russische Kultur? Werfen wir einen Blick auf die Fakten. Anfangs äußerten europäische Reisende, die Tatarien besuchten, kein Erstaunen über den Unterschied im Aussehen der Bewohner dieses Landes im Vergleich zu dem, was sie zu Hause gewohnt waren.
Das kann nur eines bedeuten: die Kleidung der Europäer, ihre Merkmale und andere nationale Eigenschaften unterschieden sich nicht von dem, was sie im Osten antrafen. Durchschnitt. Darüber hinaus waren Darstellungen europäischer Städte absolut gleich wie die Städte Tatariens. Samarkand, Jaroslavl und Paris sahen absolut identisch aus. Selbst chinesische Städte unterschieden sich nicht von spanischen oder englischen. Die Architektur war überall einheitlich. Die gleichen Türme, die gleichen Mauern mit Schießscharten, Häuser und Brücken. Dann geschah etwas, woraufhin Europa plötzlich gotisch wurde und sich in neue Kleider kleidete, wurde gotisch und zog neue Kleidung an. Der gleiche Prozess begann erfolgreich in Russland, als Peter I und später Katharina II. begannen, die vollständige Europäisierung Russlands durchzuführen. Es gab eine Massenvernichtung von schriftlichen Quellen und russischen Volksmusikinstrumenten. Es gab ein Verbot von Skomoroks, die ein einzigartiges Phänomen darstellten, ohne Analogien irgendwo auf der Welt. Skomorok-Aufführungen waren eine Mischung aus Puppentheater, Ballett, Zirkus, Operette und Schauspielhaus zugleich. Warum das alles? Wahrscheinlich, um eine neue Kultur zu etablieren im Gegensatz zur arabischen, und Russland wurde ursprünglich als Teil Europas betrachtet. Dann ging etwas schief, und die Durchführung von Plan B begann. Als ganz Europa zu einer gotischen Welt wurde, wurde Russland die Rolle eines slawischen Königreichs zugewiesen und China wurde das Himmelreich. Anscheinend wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die vollständige nationale Differenzierung in Architektur, Kostümen und anderen Merkmalen, die eine bestimmte Nation ausmachen, etabliert. Was war also davor? Die Antwort auf diese Frage findet man auf alten Karten. Wir sehen, dass in ganz Europa Städte mit verschiedenen Symbolen markiert sind. Ein Kreuz bedeutet, dass hier Bauern überwogen, und ein Halbmond zeigt an, dass die meisten Einwohner der Stadt Mohammedanismus praktizierten. Was? Arabische lebten hier? Natürlich nicht. Religionen wurden auch künstlich nationalisiert. Katholiken wurde Europa zugewiesen, und Mohammedaner Asien und der Nahe Osten. Beweise zeigen jedoch, dass Muslime und Christen ursprünglich zusammenlebten. Das sind, wie es scheint, nur die äußeren Schichten. Je tiefer man eintaucht, desto interessanter wird es. Es stellt sich heraus, dass die uns bekannte Version der russischen Geschichte eine späte Abänderung ist. Das Land, das heute den Raum vom Schwarzen bis zum Beringmeer einnimmt, wurde ursprünglich als Großtataria bekannt, und seine Bewohner hatten arabische Schrift und Zahlen auf ihren Artefakten. Ihre Architektur, Kleidung und anderen Alltagsgegenstände unterschieden sich nicht von den europäischen. Was? Tataria war dasselbe wie Europa, absolut, wie wir das Konzept von Europa jetzt verstehen. Aber Europa bestand nur aus der westlichen Hälfte des Römischen Reiches. Mit anderen Worten, Europa war einst nur eine weitere Provinz im Reich von Großtataria. Aber das, wie Sie verstehen, ist schon eine ganz andere Geschichte. Der Bürgerkrieg, den Historiker ein Schisma nannten. Nestorianer wurden zu Pomors und Altgläubigen, und die Feueranbeter wurden vollständig ausgerottet und umgeschult, und ihre Tempel wurden mit neuen Spitzen und neuen Kreuzen geschmückt. Jetzt sagen Sie mir, wie nennt man die Kuppeln orthodoxer Kirchen? Zwiebeltürme. Und was noch? Mondköpfe. Und warum Mondköpfe? Was ist der Zusammenhang zwischen einer kuppelförmigen Zwiebel und einer Mohnblume? Es ist direkt. Die Sprache der Menschen ist eine Matrix, die alle Geheimnisse enthüllt. Egal wie sehr die Herrscher der Welt oder die Fortschrittsmacher, wie ich sie nenne, versuchten, alle Erinnerungen an die wahre Vergangenheit zu zerstören, die russische Sprache bewahrte alles. Man muss nur den Wahnsinn der vertrauten Worte verstehen. Im Album von Adam Olearius sind viele Bilder von russischen Tempeln erhalten geblieben, deren Kuppeln genau die Umrisse einer sich entwickelnden Mondkapsel nachbilden. Höchstwahrscheinlich war dies die Symbolik der nestorianischen Kirche, die das gesamte Gebiet von Großtatarien beherrschte, von den Karpaten bis zur Beringstraße. Zoroastrische Tempel unterschieden sich höchstwahrscheinlich nicht wesentlich von den nestorianischen. Es gab auch keine wesentlichen Unterschiede zwischen der Architektur von Moscheen und christlichen Tempeln. Um ein mohammedanisches Heiligtum in ein orthodoxes zu verwandeln, genügte es, die eiförmige Kuppel durch eine Zwiebeldom zu ersetzen und das Minarett mit einem Glockenturm auszustatten. Das war's. Das waren alle Unterschiede zwischen Moscheen und Kirchen. Das Missverständnis des Wortesinns im modernen Russisch führt zu erstaunlichen Kuriositäten.
Ein reiches altrussisches Wohnhaus wird von pseudo-altrussischen Heiden genannt. Wenn sie nur den Wahnsinn dieses Wortes verstünden, würden sie in Ohnmacht fallen. Korme sind überhaupt keine Gebäude für komfortables Leben, sie sind nicht das Pendant zum englischen Begriff eines Cottages oder einer italienischen Villa. Korme sind Tempel, und ein Tempel ist eine Struktur, in der die Toten besungen wurden. Die Wörter Poruroni, Beerdigung, und Kram, Tempel, haben eine ähnliche Konsonantenfolge, und das ist kein Zufall. Tatsächlich werden religiöse Gebäude nach ihrem Zweck unterschieden und haben entsprechende architektonische Merkmale. Ein Tempel ist, wo die Toten begraben werden, eine Kathedrale ist, wo Versammlungen stattfinden, und eine Kirche ist, wo Opfer gebracht werden. Das Wort Kirche bedeutet wörtlich C-Blut, wobei der Artikel C im modernen Russisch verloren, sich in das englische C verwandelte und im belarussischen und ukrainischen Dialekt der russischen Sprache erhalten blieb. Und eine Kapelle hat keinen direkten Bezug zu religiösen Gebäuden. Chas ist eine Zeitspanne. Und das Wort Kloster hat auch seine eigene Bedeutung. Mono bedeutet allein und styr bedeutet nicht stehlen, wie viele denken. In diesem Wort bilden die Konsonanten ein Gerüst, das dem Wort Struktur ähnlich ist. Es stellt sich heraus, dass ein Kloster eine Monostruktur ist oder im Einklang mit den modernen Regeln der russischen Sprache Selbstbau, was dem bestehenden Stand der Dinge entspricht. Mönche bauten ihre Unterkunft selbst, separat, fernab von Siedlungen, also Monostruktur. Dasselbe gilt für das Wort Terem. Ein reich verziertes Haus in Russland wurde Palast genannt, definitiv nicht ein Turm. Ein Terem ist ein häusliches Gefängnis. Erinnern Sie sich an die Liedzeile, meine Freude lebt in einem hohen Turm, und in diesem hohen Turm gibt es keinen Ausweg für niemanden. Ein Terem ist also kein Herrenhaus-Cottage. Es ist kein prächtiges Haus, sondern ein bescheidener Blockturm mit einer Treppe im Inneren, wo im oberen Stockwerk ein häusliches Gefängnis war, in dem gewöhnlich die Tochter des Hausbesitzers gehalten wurde, die heiratsfähig war. Im Wort Terem sind die gleichen Konsonanten wie im Wort Tuoma, Gefängnis, und in der Bedeutung ist es dasselbe Ding. Um unerwünschte Ehen zu verhindern, wurde die Braut eingesperrt in einem hohen Turm, damit ein potenzieller, aber unerwünschter Verehrer das Mädchen nicht zufällig verderben konnte. Davon handelt das Lied. Und all dies ist ein Teil unserer russischen Kultur. Ich betone, eine Kultur, die unbekannt und vergessen ist. Was haben wir noch vergessen? Eine Menge. Nicht nur die Musik und Lieder, nicht nur die Bedeutung der meisten russischen Wörter. Wir haben den Glauben, die Vorfahren, ihre Bräuche, Lebensweise, Mythologie, Kosmogonie vergessen. Praktisch alles, was die Grundlage eines solchen Konzepts wie die russische Welt bildete. Wir sind orthodox, und wir haben unsere Feiertage den alten heidnischen Feiertagen überlagert. Was ist Koljada? Das sind jene Umzüge mit dieser Sonne am Tag der Sonnenwende. Und Weihnachten überlagerte sich mit dem Feiertag der Wintersonnenwende. Es ist die Geburt der Sonne, ein Feiertag. Und Koljada wurde zu einer christlichen Verkündung der Geburt Christi. Also handelte die Kirche überall und immer missionarisch. Sie zerstörte die Heiligtümer und errichtete christliche Kirchen an deren Stelle, damit die ehemaligen Heiden, die daran gewöhnt waren, zum Heiligtum zu gehen, nun, nachdem sie getauft waren, nun gewöhnt waren, zur christlichen Kirche zu gehen. Und die alten heidnischen Feiertage lud sie einfach mit neuer Bedeutung auf und benannte sie um.